Spreche mit dem Kollegen. Warum dem Kollegen? Das ist doch der Kollege. Ich berate den Kunden. Das ist doch der Kunde. Warum den Kunden? Ich arbeite mit einem Chinesen. Das ist doch der Chinese. Wann brauche ich dieses N und bei welchen Nomen? Das verstehst du im heutigen Video. Hi, ich bin Julia, Deutschlehrerin, Dolmetscherin und Leiterin von den intensiven Kursen für das B2-Niveau. Wenn du hier zum ersten Mal bist, dann gratuliere ich dir dazu. Weil wenn du richtig und ohne grammatische Fehler sprechen willst, oder wenn du dich auf die B2-Prüfung vorbereiten willst, dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Herzlich willkommen. Du hast sicherlich im Deutschen einige Nomen gesehen, die eine Endung n oder en bekommen, wenn sie dekliniert werden. Dekliniert bedeutet, ich benutze dieses Wort nicht im Nominativ, sondern im Genitiv, Dativ oder im Akkusativ. Das heißt, ich ändere den Artikel. Zum Beispiel nehmen wir das Wort der Kollege. Der Kollege heißt Peter. Der Kollege, das ist Nominativ und das ist die Grundform. In weiteren Beispielen dekliniere ich das Wort der Kollege und benutze es im Genitiv, Dativ und Akkusativ. Das Projekt des Kollegen ist modern. Wessen Projekt? Des Kollegen. Genitiv. Ich gebe dem Kollegen einen Tipp. Wem gebe ich einen Tipp? Dem Kollegen. Ich rufe gleich meinen Kollegen an. Wen rufe ich an? Den Kollegen oder meinen Kollegen. Du siehst ja, wir hatten überall über Singular geredet, über einen Kollegen, aber aus irgendeinem Grund haben wir diese Endung n hinzugefügt. Warum? Das erkläre ich dir gleich. Bevor wir starten, möchte ich dich kurz daran erinnern, dass ich einen mega großen Kurs für die ganze deutsche Grammatik vorbereite, wo du alle deine Lücken schließen kannst. Dieser Kurs ist sowohl für das B1 als auch für das B2 und auch C1-Niveau geeignet. Ja, du kannst alle deine Lücken auf diesen 3 Niveaus schließen. Dieser Kurs besteht aus mehr als 100 Videoerklärungen, viele kleine Details, die du für ein richtiges und sicheres Sprechen brauchst. Es gibt auch Spiele auf der interaktiven Plattform. Ja, wer mag nicht spielen? Alle mögen. Und natürlich Geschenke für jedes abgeschlossene Modul. Ja, das alles erwartet dich. Um diesen Kurs zu einem niedrigeren Preis zu kaufen als andere, trage dich jetzt auf die Warteliste ein und ich werde dich persönlich über die leckersten Preise informieren. Abgemacht? Zurück zur N-Deklination. Das ist ein Nomen. Ein Nomen nennt das Objekt. Die Blume, der Tisch, die Lampe. Ein Nomen kann Maskulinum, Femininum oder Neutrum sein. Uns interessieren nur Nomen im Maskulinum. Warum? Weil nur Nomen im Maskulinum eine N-Deklination haben können. Das heißt, sie bekommen eine spezifische Endung. Aber Achtung! Nicht alle maskulinen Nomen gehören zu einer N-Deklination. Nur einige Gruppen. Welche? Schau mal. Hier sind die Kategorien von Nomen, bei denen du obligatorisch beim Deklinieren eine Ä, N oder N-Endung brauchst. Personen. Der Kunde. Der Zeuge. Der Bote, der Jünger, der Experte, der Kollege, der Neffe. Ich gebe dir einen Tipp.
Dieser Tipp gilt für diese Kategorie und für die weiteren zwei. Du siehst ja, dass alle diese Nomen Maskulinum sind. Aber das ist mega untypisch, dass Maskulinumnomen eine E-Endung haben. Normalerweise ist es typisch für Femininum. Ja? Wie gesagt, die Blume, die Lampe, Aber diese Wörter sind Maskulinum, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Deswegen müssen wir diese Wörter verstärken und eine stärkere Endung hinzufügen, nämlich N. Aber Achtung, nur beim Deklinieren. Im Nominativ bleibt alles genauso, wie es ist. Zum Beispiel, der Kunde ist zufrieden. Der Kunde ist hier Nominativ und du siehst, es gibt keine N-Endung, weil es Nominativ ist. Aber Genitiv, das Auto des Kunden steht da. Wessen Auto? Genitiv. Des Kunden. Plus N. Ich verspreche dem Kunden den besten Preis. Dem Kunden. Dativ. Plus N. Ich rufe den Kunden an. Den Kunden. Plus N. Okay, welche Kategorien gibt es noch? Nationalitäten. Aber achten, wieder mit E am Ende. Der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Finne, der Grieche, der Franzose, der Deutsche, der Türke. E am Ende. Das ist wichtig. Der Chinese kommt zu uns heute zu Besuch. Der Name des Chinesen ist für mich neu. Des Chinesen, Genitiv. Ich arbeite zusammen mit einem Chinesen, Dativ. Ich bewundere den Chinesen, der 100 Jahre lang lebt. Ich bewundere wen, Akkusativ, den Chinesen. Es gibt noch eine Gruppe von maskulinen Nomen, die auch mit E endet. Zu dieser Gruppe gehören Tiere. Der Affe, der Löwe, der Rabe, der Schimpanse, der Hase, der Welpe. Der Welpe, das ist das Kind vom Hund. Das ist der Welpe, Nominativ. Aber im Genitiv zum Beispiel brauchen wir plus N. Der Name des Welpen ist Bublik. Ja, das ist mein Hund. Ich spiele mit dem Welpen. Siehst du? Plus N. Mit dem Welpen. Und Akkusativ, ich mag meinen Welpen. Meinen Welpen. En. Zusammenfassend. Die maskulinen Nomen, die eine Ä-Endung haben, gehören zur N-Deklination und bekommen eine En-Endung im Genitiv, Dativ und Akkusativ. Lass uns kurz üben, bevor wir weitermachen. Der Postbote. Meine Nachbarin redet mit dem, Postboten. Der Experte. Ich frage den Experten nach seiner Meinung. Der Junge. Die Lehrerin lobt den Jungen. Akkusativ. Ja. Der Kollege. Das ist die Handynummer des Kollegen. Korrekt. Der Zeuge. Die Polizei hat den Zeugen des Unfalls gefunden. Der Däne. Ich habe in Berlin einen Dänen getroffen. Genau. Der Franzose. Ich habe lange mit einem Franzosen über Wein geredet. Sehr gut. Der Affe. Ich gebe dem Affen eine Banane. Ja. Der Löwe. Wir fotografieren den Löwen. Korrekt. Wunderbar.
Ich glaube, du hast es mehr oder weniger verstanden, dass wenn du ein Nomen mit E-Endung siehst und dieses Nomen ist Maskulinum, dann ist es nicht umsonst. Ja? Hier musst du aufmerksam sein. Gleich zeige ich dir noch weitere Kategorien, damit du dich komplett sicher in diesem Thema fühlst. Die Rede geht wieder um Nomen im Maskulinum. Siehst du die folgenden Suffixe bei Nomen? Dann addiere en, ohne darüber lange nachzudenken. And, zum Beispiel der Doktorand des Doktoranden. Du siehst ja, beim Deklinieren entsteht dieses n. And, der Praktikant des Praktikanten. Der Lieferant des Lieferanten. Der Musikant des Musikanten, sehr gut. Der Elefant des Elefanten. Der Diamant des Diamanten. Perfekt. Ad. Zum Beispiel der Kandidat des Kandidaten. Der Soldat des Soldaten. Der Automat des Automaten. Übrigens, deswegen sagt man, ich stehe gerade am Automaten und kaufe die Fahrkarte. Ja? Ich stehe wo? Am, Dativ, am Automaten. Verstehst du, ja? Weiter. And. Der Student des Studenten. Der Dozent des Dozenten. Der Präsident des Präsidenten. Der Patient des Patienten. Der Produzent des Produzenten. Der Assistent des Assistenten. Ist zum Beispiel der Journalist des Journalisten. Der Polizist des Polizisten. Der Tourist des Touristen. Der Spezialist des Spezialisten. Ich bin gerade beim Spezialisten. Ja? Oder ich muss zum Spezialisten gehen. Wohin gehen? Zum Dativ, zum Spezialisten. Ein kleiner Tipp. Bei allen diesen Suffixen hatten wir D oder T am Ende. Ja? Achte darauf, nächstes Mal. Und es gibt noch ein paar Suffixe, zum Beispiel Oge. Der Pädagoge des Pädagogen. Der Psychologe des Psychologen. Der Gynäkologe des Gynäkologen. Der Soziologe des Soziologen. Das nächste Suffix ist nom. Der Agronom des Agronomen. Der Astronom des Astronomen. Der Ökonom des Ökonomen. Soph. Der Philosoph des Philosophen. Graph. Der Fotograf des Fotografen. Der Geograph des Geographen. Der Paragraph des Paragraphen. Noch ein Suffix. Urg. Chirurg des Chirurgen. So viele Suffixe musst du dir merken. Aber wie gesagt, achte darauf, ja, wenn du den Buchstaben T oder D am Ende hast, mit solchen Kombinationen wie and, ist, dann ist es ein Zeichen, dass du eine N-Endung brauchst. Lass uns kurz üben, bevor wir weitermachen. Hier musst du nur eine richtige Variante wählen. Bist du bereit? Wir suchen einen korrekt Lieferanten für unsere Firma. Wir haben einen neuen Akkusativ Praktikanten in der Marketingabteilung. Sehr gut. Die Band besteht aus einem talentierten, aus einem talentierten Musikanten und einem erfahrenen Sänger. Sehr, sehr gut. Im Zoo kann man einen großen Akkusativ, einen großen Elefanten bewundern. Korrekt. Der
Nominativ. Hielt eine wichtige Rede. Hier brauchst du Nominativ, also Achtung, der Präsident ohne en, weil es Nominativ ist, oder? Der Präsident hielt eine wichtige Rede vor den versammelten Bürgern. Dem geht es besser nach der Operation. Dem Dativ, dem Patienten. Richtig. Der Professor arbeitet zusammen mit einem Assistenten. Korrekt. Plus en. Super. Es war wirklich anstrengend, aber ich hoffe darauf, dass du alles richtig gemacht hast. Bevor ich dir noch ein Geheimnis eröffne über die N-Deklination, möchte ich dich zu meinem neuen B2-Kurs einladen. Der Kurs startet am 6. Mai. Der Unterricht ist 3-mal pro Woche. Montag, Mittwoch, Freitag von 16 bis 20 Uhr Berliner Zeit. Für wen ist dieser Kurs? Für alle, die sich auf die B2-Prüfung effektiv, strukturiert und ohne Stress vorbereiten wollen. Um dich anzumelden, folge dem Link zu meiner Webseite. Dieser Link ist in der Videobeschreibung unten. Lies alle Details durch und werde Mitglied der starken Community für die Prüfungsvorbereitung. Und wir machen weiter. Es gibt noch eine kleine Gruppe von Wörtern, die keine Merkmale hat, aber sie gehört auch zur N-Deklination. Dazu gehören der Herr, der Nachbar, der Mensch, der Bauer. Ja, 4 populäre Wörter, die du im Alltag benutzen kannst. Deswegen besprechen wir das auch. Du brauchst N beim Genitiv, Dativ und Akkusativ, wenn du diese 4 Wörter deklinierst. Zum Beispiel, das ist der Brief für den Herrn Müller. Du siehst, für den Herrn Akkusativ. Weiter, ich grille Gemüse zusammen mit meinem Nachbarn. Das ist der Nachbar, aber zusammen mit Dativ, mit meinem Nachbarn plus n. Weiter. Ich sehe diesen Menschen zum ersten Mal. Der Mensch. Nominativ. Den Menschen oder diesen Menschen. Akkusativ. Akkusativ Singular. Ja, wir brauchen en. Und das letzte Beispiel. Ich kaufe Tomaten immer bei meinem bekannten Bauern. Der Bauer, Maskulinum, bei Dativ, bei meinem bekannten Bauern plus n. Üben wir. Welche Form ist richtig? Neben uns wohnt Herr oder Herrn Müller. Das ist Nominativ. Herr Müller. Korrekt. Wir treffen den Herr oder den Herrn Müller jeden Tag, wenn er spazieren geht. Wir treffen Akkusativ. Den Herrn Müller. Weiter. Mein Nachbar oder mein Nachbarn und ich sind gute Freunde. Natürlich, das ist Nominativ. Dann mein Nachbar. Weiter. Ich gehe immer zusammen mit meinem Nachbar oder mit meinem Nachbarn Fußball spielen. Zusammen mit, das ist Dativ. Zusammen mit meinem Nachbarn. Ja. Dieser Mensch oder dieser Menschen ist sehr intelligent. Nominativ. Dieser Mensch. Ich kann mich nicht an den Namen dieses Mensch oder dieses Menschen erinnern. Genitiv an den Namen dieses Menschen. Korrekt. Wenn du immer noch dabei bist, bin ich unglaublich davon begeistert, wie fleißig du bist. Dein Fleiß
wird auf jeden Fall belohnt. Ich habe eine Frage an dich. Jetzt prüfen wir, wie aufmerksam du warst. Sag mal, was müssen wir normalerweise im Genitiv beim maskulinen Nomen hinzufügen? Richtig, es. Der Mann des Mannes. Und was passiert, wenn dieses maskuline Nomen zur Endeklination gehört? Der Herr des Herrn. Ja, wir haben kein S, nur N. Super. Aber es gibt 5 Ausnahmen. Der Name, der Friede, der Glaube, der Gedanke, der Buchstabe. Also, wenn du diese 5 Wörter siehst, musst du das Folgende beachten. Diese Wörter gehören zur Endeklination. Das kannst du einfach am E am Ende erkennen. Aha, Endeklination, folglich brauchst du plus N im Genitiv, Dativ und Akkusativ. Aber worin besteht dann die Ausnahme? Im Genitiv. Im Genitiv brauchst du nicht nur N, sondern auch S. Zum Beispiel, sein Name ist schön. Nominativ. Die Geschichte seines Namens ist sehr lang. Namens. Name, Namen, weil Endeklination, Namens, weil Genitiv. Mit so einem Namen kann man die ganze Welt erobern. Mit so einem Namen, das ist Dativ, dann brauchst du N. Jeder Mensch trägt einen Namen. Einen Namen, Akkusativ. Julia, gibt es noch Ausnahmen? Ja, die letzte für heute. Das Wort das Herz. Was? Du hast doch gesagt, alle Endeklination-Nomen sind Maskulinum. Ja, das ist die einzige Ausnahme und es wird auch so ein bisschen spezifisch dekliniert. Das Herz des Herzens, also wir addieren en, Herzen plus s, Herzens. Dativ, dem Herzen und Akkusativ, das Herz. Genauso wie im Nominativ. Kein N beim Akkusativ. Was? Ja, wie kann ich mir das alles merken, kannst du mich fragen. Und ich antworte, mit Übungen. Unter diesem Video gibt es einen Link zum Dokument, wo du alle Erklärungen, Beispiele und wichtig Übungen zum heutigen Video finden kannst. Trage einfach deinen Namen übrigens, Endeklination. Also, trage einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und dann bekommst du dieses PDF direkt auf deine E-Mail. Wow, wir haben heute unglaublich fleißig gearbeitet. Entspann dich und wir sehen uns im nächsten Mini-Unterricht.